Ja, und herzlich willkommen zu unserem Talking Cybersecurity Webinar. Heute zum Microsoft Digital Defense Report 2023 und bei mir habe ich André. Aber warte mal, André, wir wollen ja nicht wieder nur so ein einfaches Webinar machen. Ja, dann haben wir nicht wieder so eine langweilige PowerPoint-Schlacht, oder? Naja, das bei PowerPoint war gestern, ne? Oder dass einer auf die Idee kommt, Wäsche aufzuhängen. Oder noch zu kochen. Herzlich willkommen zu unserem Talking Cybersecurity Format. Heute zum Microsoft Digital Defense Report. Mein Name ist Alexander Benoit, ich bin CEO der Water und bei mir habe ich André. Magst du dich selbst vorstellen? Ja, gerne. André Luthermann, ich bin Technologe für das Thema Cybersecurity bei Microsoft und Teil des CTO-Office der Deutschen SAP. Im Oktober 2023 ist der Microsoft Digital Defense Report in der Auflage 2023 rausgekommen und wir haben die Gelegenheit einfach genutzt, um uns zusammenzusetzen und Ihnen und euch heute so ein bisschen über unsere Highlights des Digital Defense Reports zu berichten und ja, gemeinsam auch einen Blick in die Zukunft zu lenken, was wir dann gemeinsam so angehen könnten und vielleicht worauf Sie und ihr euren Fokus lenken solltet. André, lass uns reinstarten. Ja, gerne. Also ein bisschen zum Hintergrund, Digital Defense Report, gerade frisch erschienen. Wie gesagt, sehr umfangreich. Was Microsoft natürlich hier auszeichnet, ist die Breite der Optiken. Und dass wir einfach weltweit so viele Signale dann sammeln können von unseren Consumer Services, aber auch das, was wir selber in unseren Angriffsthemen der Verteidigung unserer eigenen Dienste sehen. Genauso wie intern. So ein bisschen zu schauen, was steckt dahinter. Wie gesagt, Microsoft als Organisation, über 10.000 Personen sozusagen, die sich nur um das Thema Security kümmern. Wir haben natürlich sehr breite Sicht, was tut sich so auf der Angreiferseite, um so ein bisschen letzten Endes hervorzuheben, was steckt dahinter, was sind so die neuen Trends, worauf muss ich vorbereitet sein. Was tut aber vor allen Dingen die Angreiferseite auch so im neuen Jahr, worauf ich mich jetzt schon einstellen darf. Wir betrachten da mehr als 300 Threat-Akteure als Akteurgruppen spezifisch. Was massiv jetzt nach oben gegangen ist, ist das Thema Cybercrime, was man sehen kann. Da sind auch einige Gruppen hinzugekommen. Man sieht halt einfach auch, dass da gewisse, also so Themen wie Ransomware as a Service, ne, also auch die as a Service-Welt da Einzug hält, sodass sich eben die Einstiegshürde für neue wie soll ich sagen, deutlich reduziert hat. Wir selber sind da sehr aktiv in dem Bereich eben auch dann Command-and-Control-Infrastrukturen von solchen Organisationen gemeinsam mit unserer DCU oder Digital Crimes Unit, wie sie richtig heißt, nach unten zu holen. Im letzten Jahr mehr als 100.000 Domains, die wir sozusagen in Kombination mit der DCU, mit den örtlichen Behörden letztendlich ausschalten können, auch ganze Netzwerke. Sind da also sehr aktiv, aber natürlich, und das ist auch ein Thema, warum wir heute wahrscheinlich zusammensitzen, mit unseren Partnern, wie euch, aber auch vielen anderen, die in diesem Security-Ecosystem natürlich letzten Endes direkt vor Ort den Kunden helfen, Cyber-Defense zu betreiben. Ja, 65 Trillionen Signale. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als so die ersten Schritte mit Windows 10 gemacht worden sind und an die große Präsentation auf der Ignite, wo Satya dann von den 5.5 Trillion Signals a day gesprochen hat, wir erstmal umgerechnet haben, Trillion. In die deutschen Metriken. Und ja, ich finde es total spannend, auch die Zahl, wobei ich, wie du ja auch schon gerade sagtest, mit diesem Ransomware as a Service tatsächlich weniger überrascht darüber bin, dass die Anzahl der Threat Actors so stark nach oben gegangen ist. Ich glaube, was man da ja einfach erkennen muss, akzeptieren muss, ist, dass diese Industrie sich deutlich professionalisiert hat in den letzten Jahren, stark durch solche Einflüsse wie die zwei direkten Kriege, die uns in Europa betreffen, Russlands Überfallskrieg in die Ukraine und Hamas Terroranschlag auf Israel. Und ja, wie du sagst, ne, dass man jetzt nicht mehr irgendwie der super-duper-Mega-Hacker sein muss, um irgendwie Angriffe auf Organisationen zu bekommen, sondern dass man sowohl Infrastruktur als auch
die Ready-to-Go-Payload eigentlich schon für weniges Geld beziehen kann und es eigentlich nur noch eine gute Kampagne braucht, einen guten Ansatz braucht, um in die Organisation reinzukommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass ihr auch darüber berichtet als Microsoft, wie umfangreich diese Netzwerke sind und auch, dass die Takedowns von den Domains sind an der Stelle ein super wichtige Metrik, die man mit dem Kontext noch mehr in den Vordergrund rücken Ja, im Grunde ist es also genauso wie ich als Organisation hingehen kann, als Unternehmen, ich hole mir jetzt ein M365-Konto und kann das halt shoppen quasi, ist es natürlich mittlerweile auch möglich, wenn man ein bisschen Knowledge hat, wo man hingehen muss, im Grunde auch für die Ransomware-as-a-Service-Seite genauso einzukaufen. Ne? Also im Grunde auch einen SaaS-Service zu bestellen, wenn man so möchte. Ja, aber während wir jetzt so sinniert haben, ne, das Thema ist ganz klar, was wir in den Zahlen sehen können, was richtig nach oben gegangen ist im letzten Jahr, ist die Entwicklung im Bereich Brute Forcing von Passwords. Wir hatten, ich glaube, im Vorjahresreport waren wir, glaube ich, bei so um die 2000 bis 2500 Attacken die Sekunde. Wir sehen jetzt mittlerweile über 4000 Password-based Attacks auf Konten, die von außen zugreifbar sind, wenn man so will. Also egal, auf welchem Dienst es wird es wahrscheinlich auch nicht anders laufen. Dazu ist aber wichtig zu wissen, mittlerweile sind so ungefähr 34%, 36% wir sind sogar noch niedriger, glaube ich sogar. Also wir sind bei, glaube ich, knapp um die 30% der Nutzer sind mit zusätzlichen Authentisierungsmechanismen wie Multifaktor-Authentisierung, File- und Two-Tokens etc. unterwegs. Das heißt aber nach wie vor eine große Menge der User, auch in Organisationen, also in den großen Enterprise-Unternehmen, sind nach wie vor einfach nur mit Username und Passwort unterwegs. Wenn ich also diese Geschwindigkeit, die sich immer mehr erhöht beim Brute Forcing von Passworten sehe, Gott sei Dank sind wir einen Großteil der Legacy Authentication Methods losgeworden, haben sie mittlerweile abgeschaltet für die M365 und Azure-Welt. Dann ist ganz klar, wer heute eben nicht mit solchen Methoden unterwegs ist oder sich eben auch mit Advanced Authentication Methods beschäftigt, der hat einfach schon, bevor das Rennen losgegangen ist, eigentlich schon einen Fehlstart hingelegt. Das ist also gerade dieses Thema mit, bevor das Rennen losgegangen ist, finde ich eine super Beschreibung von dem, was sich hier darstellt. Ne? Wenn wir diese Zahlen sehen, die auch diesem Report so stark und prominent aufgelistet ist, diese 7320 Individual Password Attacks in der Zeit, in der ich diesen Satz fertig mache, und wir akzeptieren und verstehen, wie stark auch diese Angriffe durch Bot-Netzwerke in den letzten Jahren professionalisiert worden sind und auch wirklich wir sie jeden Tag einschlagen sehen, ist meine persönliche Akzeptanz und Verständnis dafür, dass wir immer noch über Grundlagen wie Multifaktor-Authentifizierung sprechen in eigenen Organisationen wirklich nicht mehr vorhanden. Genau, wir sind ja immer noch wie bei der OWASP Top 10 in der Programmierung, ne, wo wir sagen, was die Entwickler sind irgendwie zu schwierig, um die klassischen Probleme, die Grund 10 Probleme zu lösen. So reden wir ja auch repetitiv über diese Themen in den letzten 10 Jahren, würde ich fast sagen. Genau, also im Grunde muss ich da auch erstmal die Grundhausaufgaben machen, bevor wir jetzt wirklich über weiterführende Themen sprechen. Genau, und wenn wir da einfach für alles, was ja auch gleich noch kommt, über AI und Co. sprechen, also da bin ich wirklich der Meinung, dass das die absolute Grundlage sein muss, eine vernünftige Cyberhygiene zu haben, die natürlich die Grundlagen von Identitätsschutz mit beinhaltet, bevor wir überhaupt in das Cyber-AI-Game eindringen können, sondern das sind die Basics. Also Microsoft war ja nicht müde in den letzten Jahren auch zu sagen, dass im Grunde Identity der neue Perimeter im Cloud-Zeitalter ist. Das ist genau das Thema. Also wenn ich hier quasi schon meine Grundhausaufgaben nicht gemacht habe, habe ich einfach ein Problem. Ja. Sicherlich eine der Hauptentwicklungen, jetzt schon vom Identity-Thema alleine abgewendet, wobei es immer noch damit zusammenhängt, aus meiner Sicht, ist ein massiver Anstieg auch im Bereich Business Email Compromise, also wo konkret Personen angegangen werden mit Phishing im Grunde, also nicht Phishing im klassischen Sinne, wo ich halt einen Payload oder eine URL schicke, wo dann irgendwie etwas Schönes dann auf dem Client einschlägt, sondern wo ich im Grunde Leute mit Text oder gefakten Seiten dazu bringen will, Aktivitäten durchzuführen, die sie normalerweise nicht machen würden, wie klassische Überweisung, also den klassischen CEO-Fraud, oder sich an Third-Party-Diensten anzumelden, um dann vielleicht Anmeldetoken oder Cookies abzufangen. Ein Riesenthema, wir sehen da mittlerweile über 156.000 Angriffe am Tag. Natürlich auch die entsprechende Protection, die von Microsoft da geboten wird. Ja. Aber hier hängt es natürlich auch damit zusammen, falls jemand jetzt wirklich dann doch noch so etwas bekäme oder darauf reinfiele, dann ist eben auch die Frage, wie eben Identity, Conditional Access etc. auch zusammenspielen in solchen Szenarien, dass ich eben nicht die Möglichkeit habe, da auf die falschen Dienste reinzufallen. 100%. Oder im Zweifel, wenn es Anmeldung gäbe, eben immer noch einen Schutz habe, wenn eben bestimmte
Anmeldedaten abfließen. Ganz klar. Ich glaube, man kann einfach festhalten, dass die Awareness der User elementar ist. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass wir dafür Geld investieren müssen, weil wir können das nicht ohne unsere Mitarbeitenden schaffen, diesen Krieg. Aber was wir auch, weil ich gerade auch nochmal das Thema Phishing eingehen wollte, was wir in den letzten Monaten einfach sehr stark gesehen haben, sind alles im Bereich von Quishing. Ne? Also gerade dieses Thema QR-Code-Phishing war in den letzten Monaten wirklich eine Riesen-Challenge. Was wir auch hier gesehen haben wieder, waren, dass die Seiten und Angriffe sehr professionalisiert waren und dass es wirklich mit bloßem Auge sehr schwer zu erkennen war, wenn ich als User diesen QR-Code eingescannt habe, wurde ich weitergeleitet auf eine Unternehmensanmeldeseite, Fake-Anmeldeseite natürlich, die aber exakt so aussah wie meine Unternehmensseite. Da haben wir wirklich sehr beeindruckende Ergebnisse gesehen, wie also auch unsere heutigen Bestandskunden im Managed SOC von Angreifergruppen hier tatsächlich strukturiert angegriffen und teilweise leider auch in einigen Zügen kompromittiert worden sind. Und das ist dann, glaube ich, der Faktenabgleich zu dem, was ihr hier in den Digital Defense Report auch seht. Ein weiteres Thema, aber jetzt mal abgesehen von diesen reinen Phishing-Themen, ist aber auch DDoSing und das auch gerne in einem Ransomware-Kombination. Ja. Also wir haben ja jetzt von verschiedenen Nachrichtenportalen gehört, auch Microsoft selber, die jetzt eine der größten DDoS-Attacken im letzten Jahr hat abwehren können, was dann mittlerweile da an Bandbreiten zur Verfügung steht, meist aus ungeschützten Assets der Organisation selbst. Ja, also die Netzwerke müssen sich auch irgendwo zusammenfinden. Ja. Wir sind ganz gut darin, eben solche ungeschützten, zum Beispiel VMs in Azure mittlerweile zu identifizieren und entsprechenden Leuten dann auch Bescheid zu sagen, um das dann zu reduzieren. Aber wir selber sind quasi auch Teil der Lösung. Also mittlerweile dürfte jedem klar sein, dass für die Mengengerüste, die da kommen, die üblichen Leitungsnetze eines Unternehmens in Deutschland wahrscheinlich nicht geeignet sind. Wir haben das eigene Content Delivery Network, wir haben die Möglichkeiten eben hier auch zu helfen mit DDoS Protection, mit Themen wie WAF etc., aber auch die Skalierung. Also die Hyperscaler Cloud von Microsoft oder von wem auch immer, ist aber letztens Teil der Lösung. Also die Cloud ist hier letzten Endes der Helfer, der hier zur Verfügung steht. André, jetzt haben wir MFA und DDoS gesprochen. Es fühlt sich an, als wären wir 100 Jahre alt, oder? Ja, ein bisschen. Das sind schon. Wirklich Themen, die jetzt schon so lange Teil unseres Gespräches sind. Aber ja, ihr habt da elementare Fortschritte gemacht, was das DDoS-Thema angeht und auch euren Service wirklich viel leichter zugänglich gemacht. Das ist eine super Erkenntnis. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir in Zukunft nicht mehr aus den Tagesthemen nehmen, dass irgendwelche Kommunen dann irgendwie über Cyberangriff wieder berichten und der Inhalt dahinter DDoS ist, ne? Sondern dass wir uns da wirklich auch weiterentwickeln, ähnlich wie beim Thema MFA. Genau, es gibt eigentlich zwei Seiten. Ne? Das eine ist einfach grundlegendes Schwachstellenmanagement, dass eben keine andere, also legitime Assets quasi für solche DDoS-Angriffe missbrauchen kann in der Masse. Ja. Die andere Seite ist natürlich auch die Abwehr, was die Angreifer jetzt gerne machen. Also ich hatte eben dieses Ransomware-Szenario mit DDoS-Kombination angesprochen. Was meine ich damit? Also dass man im Grunde das Ziel, also die Unternehmenswebsite, den Webshop, was auch immer, was es dann ist, mal kurz spüren lässt, welche DDoS-Kapazitäten so ein Angreifer, also ich als Angreifergruppe habe. Ja. Und dann sage, hey, jetzt wollt ihr doch bestimmt erstmal ein bisschen Geld bezahlen, sonst zeigen wir euch mal, was wir noch so an Kapazitäten haben. Und das ist mehr, als wir euch jetzt bis jetzt schon zur Verfügung gestellt haben, wenn ich so will, oder was ihr jetzt schon spüren konntest. Ja. Und in diesem Prozess, also in dem ganzen Bereich der Kompromittierung, sehen wir eben auch einen Rise, und das ist gut, beim Microsoft Security Response Center. Wir helfen eben auch Kunden, unabhängig jetzt davon, ob alle unsere Defending-Technologien schon in place sind, was nicht immer der Fall sein muss, damit eben um solche Themen auch abzuwehren. Da sehen wir einen massiven Spike auch dieses Jahr in der Menge der Organisationen und Cases, in denen man sich an uns wendet. Ja, eine andere Thematik, wenn wir jetzt ja mal auf die Verteidigerseite schauen, also wir sozusagen, müssen wir aber auch ganz klar erkennen, dass wir dazu gezwungen sind, uns weiterzuentwickeln, so ein bisschen Innovation auch zu betreiben, aber vor allen Dingen auch Kollaboration untereinander nach vorne zu bringen, Prozesse zu organisieren. Wie organisiert sich Cybersecurity eben in der Organisation mit den verschiedenen Fachbereichen, mit Themen wie Änderungsprozessen und so weiter. Das ist noch nicht überall angekommen. Also Zusammenarbeit hilft hier einfach, auch die Geschwindigkeit zu haben, dann auch solche Attacken sinnvoll abzuwehren. Also für uns ist natürlich auch eine super elementare Sache. Wir tun das als Individuen, ne, als MVP, als Regional Director, aber auch die Kolleginnen und Kollegen über individuelle Blogs zu bestimmten Themen.
Wir tun das als Organisation in der Partner-Community. MISA, Microsoft Intelligence Security Association, ist da sicherlich ein sehr prominentes Thema, was man nennen darf und wo wir auch sehr stolz sind, Teil davon zu sein. Aber wir tun es auch als Organisation mit anderen Partnern, also ganz unmittelbar über die Landesgrenzen hinweg. Und am Ende, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, mit unseren Kunden. Ne? Wir besprechen jeden Tag diese Vorfälle im Team und adressieren natürlich in unterschiedlichen Formaten, was wir sehen, was aber auch unsere Partner in den jeweiligen Bereichen, was ihr als Microsoft, aber auch eben unsere unmittelbaren Partner jetzt als Defender und MSSP Cosmos sehen, mit unseren Kunden und versuchen da natürlich vor die Welle zu kommen oder da zu bleiben tatsächlich, indem wir eben präventiv mehr Maßnahmen einführen und Angriffsflächen reduzieren. Und ich glaube, das ist auch eines unserer absoluten Stärken als Water. Diese Kombination aus Managed SOC Provider und einem sehr starken Security Consulting Team, eben die Findings zu besprechen und dann über Angriffsflächenreduktion, über architekturelle Verbesserungen, aber auch über den Part der Operationalisierung zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Baustein davon. Ich mache immer so gerne dieses Beispiel, weil mir klingelt immer noch oder mir hängt immer noch dieses Thema mit Phishing nach. Von einem Kunden, den wir gerade vor kurzem angebaut haben, 80.000 Mitarbeitende weltweit. Da ging es darum, wir hatten in den ersten Tagen einen Phishing-Angriff. Mache jetzt einfache Zahlen, damit es leicht verständlich ist. 100 Leute wurden mit diesem Phishing-Angriff adressiert. 60 Leute haben die E-Mail gar nicht aufgemacht, waren Freitagnachmittag, gar nicht gelesen. Also bei euren Kunden meinst du? Bei unserem Kunden, genau, ja, schon im Feierabend. Und 40 Leute haben diese E-Mail aufgemacht. Von diesen 40 Leuten haben 10 Leute den Link geklickt und 6 davon haben sogar die Payload, die dahinter verbunden war, runtergeladen und ausgeführt. So, und dann ist es ja heute so, dass wir ja verschiedene Werkzeuge haben. Ne? Also vor Jahren, gibt es wahrscheinlich immer noch, aber vor Jahren haben wir uns freitags den Malware-Report angeguckt, haben gesagt, in Quarantäne geschoben, Haken dran und dann war das Thema gut. Heute ist es ja viel umfangreicher. Ne? Wir wollen ja nicht mehr nur wissen, was ist auf dem Endpunkt passiert, sondern wir wollen auch wissen, wer hat denn diese E-Mails bekommen, wer hat geklickt, Hard Delete, Soft Delete. Das sind dann natürlich ein Thema, wenn wir schon wissen, dass es E-Mail ist. Wenn wir das nicht wissen, wollen wir wissen, kommt es von einem USB-Stick, kommt es von vielleicht einem kollaborativen Share, irgendeinen File-Hoster oder tatsächlich sogar Teams. Und dann geht es natürlich an die weitreichenderen präventiven Maßnahmen. Und genau da sind bei der Operationalisierung bei vielen unserer Kunden gerade am Anfang große Herausforderungen gewesen. Nämlich dieses Thema der Zusammenarbeit über die Teamgrenzen hinweg, aber auch der Geschwindigkeit. Gerade der 80.000er war es so, wie gesagt, dieser Vorfall. Da willst du natürlich Sender-IP und Sender-Domain auf den Firewalls blockieren. Und das hat bei diesem Kunden in den ersten Zügen 2 Wochen gedauert. Wo wir gesagt haben, das ist natürlich viel zu lang. Du kennst selbst die Zahlen, irgendwie 10 bis 15 Minuten bis von Initial Compromise bis Domain Dominance im schlimmsten Fall. Und das ist natürlich etwas, wo wir ganz klar ran müssen, wo wir auch Werkzeuge geschaffen haben in den letzten Monaten, um eben nicht nur, sag ich mal, in der technologischen Unterstützung unseren Kunden beizustehen und präventiv zu sein, sondern auch in der Operationalisierung und damit der Dokumentation und der Verfeinerung von diesen Prozessen. Ja, es reicht halt nicht, also das Beispiel ist super, ne, weil es reicht halt nicht nur aus, die Technologie auszubringen, sondern ich muss eben auch gucken, dass organisationsmäßig alle so zusammenarbeiten können, dass ich so einen Vorfall auch abarbeiten kann. Ne? Also wenn ich halt nichts blocken kann, okay, ne? Das ist halt auch so ein bisschen sparsam, wenn der Change-Prozess immer noch das gar nicht hergibt. Ja. Deswegen ist es gut, also ihr helft auch damit, quasi dem Kunden diesen kulturellen Wandel so ein bisschen zu leben. Ja, ganz genau. Also was wir da ja lernen, ist, dass eben diese Silos, ich glaube, alle wissen, dass es sie gibt. Ne? Die sind stärker und schwächer ausgeprägt. Manchmal sind es auch keine Silos im Sinne von, das Firewall-Team spricht nicht mit dem Netzwerker-Team oder mit dem Server-Team oder dem Endpoint-Management-Team, sondern manchmal sind Silos auch Dinge, die sowas sind wie, die Kompetenz ist nur bei einer Person gebündelt. Ja? Und dann geht es natürlich darum, auch genau über Spielbereiche zu reden. Also das heißt einfach auch zu definieren, was sollen wir denn tun? Wie weit dürfen wir denn entscheiden? Sind die Kronjuwelen ganz klar identifiziert? Sind die getaggt? Sind die benannt? Und was passiert, wenn auch Dinge nicht erfolgreich sind? Wenn Mechanismen, die quasi initial angedacht sind, nicht greifen? Ich mache ein Beispiel. Wir bekommen eigentlich immer die Aussage, da gibt es eine Rufbereitschaft auf der Kundenseite. So, und dann rufen wir von 5 Mal diese Rufbereitschaft an und 3 Mal geht entweder niemand dran. Es geht
vielleicht der Azubi in der Rotation dran im schlimmsten Fall oder jemand, der einfach schlicht und ergreifend sagt, sorry, aber das ist nicht meine Domäne. Ich bin zwar hier in der Rufbereitschaft, aber ich weiß nicht, was SAP die fixen Knoten sind oder wo ich mich jetzt, wo die Kronjuwelen liegen. Und dann muss natürlich geklärt sein, was dürfen wir denn jetzt tun? Sollen wir einfach weiter anrufen, so lange, bis wir beim Geschäftsführer rauskommen oder bei jemandem, der uns Antwort geben kann? Ist es ein Threshold zu sagen, ja, wenn 10 Endpunkte kompromittiert sind, dann dürft ihr arbeiten? Also 10 ist natürlich jetzt ein Beispiel, aber wenn wir eine gewisse Verbreitung in der Organisation sehen, oder sind es wirklich sogar Netzwerksegmente, ne? Wenn wir einfach sehen, hey, in diesem Bereich, da kann passieren, was will und da gibt es keine unmittelbare Aktion für uns. Aber sobald es in diesen Bereich reingeht, dann wird bei uns eine Aktivität notwendig. Und das muss definiert werden. Und leider sehen wir das in so vielen Organisationen noch viel zu wenig sowohl dokumentiert, definiert, aber auch eben mal getestet und erprobt. Ne? Genau, also es geht also auch darum, die Prozesse zu etablieren und dann im Grunde von Anfang an auch mitzuentwickeln. Genau. Ne? Wenn wir so ein bisschen auf den Report wieder schauen. Wir haben also auch gerade Entwicklungen, ich hatte eben Cybercrime ja angesprochen, dass wir da mehr Akteure sehen, auch mittlerweile mehr große Organisationen. Und natürlich ist Ransomware ein Riesenthema nach wie vor. Klar ist natürlich auch, was wir in unserer Defender-Welt an Protection-Mechanismen haben, aber das Thema, was eigentlich für Ransomware häufig genutzt wird, sind eben die Unmanaged Assets. Also man kann eigentlich 2 Trends absehen. Im Grunde 2/3 oder mehr als 2/3 der Organisationen, die hier quasi von Human-Operated Ransomware, also wo jemand dann wirklich hinterm Keyboard sitzt und da gezielt irgendwas tun will und dann auch dann Interaktionen machen möchte, die eben mit größeren Cybercrime-Actern zusammenhängen, starten eben mit Unmanaged Devices oder mit nicht unter irgendwie verwalteten Geräten oder massiv vielleicht auch Unpatched Devices. Und vor allen Dingen betrifft es Organisationen, die eher kleiner sind. Ja. Klar gibt es nach wie vor die Poster oder den Angriffsvektor für alle Organisationen, keine Frage. Ja. Für Human-Operated Ransomware, wo wir halt also es ist natürlich jetzt auch ein bisschen despektierlich zu sagen, Wald- und Wiesen-Ransomware ist, aber die halt nochmal sehr gezielter vorgeht, als das und vielleicht auch mit mehr Potenzial dahinter steckt, als das eben mit in der Breite gestreuter Ransomware der Fall ist. Ja. Betrifft halt zu großen Teilen einfach Kleinunternehmen und die eben so um die 500 Mitarbeiter maximal eine Größe haben. Und hier ist halt auch ein Riesenthema. Also es ist ganz klar, wie kann ich was verteidigen, auch egal welche Organisationsgröße ich habe, wenn ich gar nicht weiß, dass das mein Asset ist. Also ich habe sehr viel Diskussionen auch noch heute, wenn wir fragen, hey, was ist denn, also kennt ihr eure Server, wisst ihr, wo das steht? Wisst ihr, was überhaupt zu verwalten wäre, was vielleicht auch mit Detection und Protection zu versehen werde? Und da kommt sehr oft noch die Antwort, nö, wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, ob das zu uns gehört. Wir wissen auch nicht, wie viele Endpoints wir letzten Endes haben. Und das ist natürlich klar, bei kleinen Organisationen, die auch nicht die riesen IT haben, ist das natürlich noch ein ganz anderes Problem. Das ist definitiv ein Trend, dass die Angreifer eben dahin auch ausweichen. Aber Human-Operated Ransomware overall ist natürlich auch massiv auf dem Vormarsch. Also da haben wir über 200% Zuwachs von Jahr zu Jahr, den wir jetzt sehen. Und da sehen wir auch so ein bisschen die Taktik der Cybercrime-Akteure, die sich dahin verändert. Ja, also die halt wirklich sagt, hey, wir haben dieses kommerzielle Modell, wir gehen dahin, wo es für uns am einfachsten ist, und das sind eben bei den Unmanaged Assets die einfachsten Entry Points. In dieser Slide steckt aus meiner Sicht so viel Information drin. Zum einen, wie du gerade sagst, das Thema Human-Operated Ransomware mit Supply Chain Attacks. Das ist ja etwas, was du mit den kleineren Organisationen, die dann häufiger genutzt werden, um größere zu kompromittieren. Das sehen wir im Kleinen, also auch wir als Water sehen es im Kleinen in Kundensegmenten, aber auch in dem, was wir im Austausch haben. Wir sehen es im Großen. Ich will mal nur, also gar nicht das Thema großartig aufmachen, aber dieser One-Password-Case, der da aufgekommen ist über Okta, wo über den Okta-Support-Workflow potenziell eben ein One-Password kompromittiert worden ist. Auch ein sehr spannendes Szenario. Also wir sehen das. Wir sehen das Thema natürlich, dass häufige Eintrittswege dann über Unmanaged Device sind, was ich aber auch total spannend finde und auch aus dieser Slide nochmal rausgeht. Gab es in den letzten Wochen einen wunderbaren neuen Podcast, Microsoft Threat Intelligence Podcast, wo gerade in der ersten Folge etwas berichtet wurde, was wir sehr spannend fanden, weil wir selbst einen solchen Case hatten.
nämlich das Übernehmen von eigener Infrastruktur. Was hier in dem Beispiel von dem Podcast gesprochen wurde, war der konkrete Fall mit Azure Arc, wo eben ein Angreifer über Monate strukturiert in Organisationen sich Server und Persistenz eben dadurch verschafft haben, dass sie ihre Server hinter Azure Arc gehangen haben, um dann damit quasi die Umgebung zu kompromittieren. Und das ist etwas, was wir in ganz vielen verschiedenen Facetten tatsächlich sehen. Also zum einen das Thema, wir übernehmen eben quasi die Infrastruktur, beispielsweise auch Onboarding von Devices über das jeweilige Endpoint Management an der Stelle, um quasi damit ein gemanagtes Device zu haben und die eigentlichen, sag ich mal, nach außen gerichteten Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Und natürlich ganz klar, ne, auch nochmal, um auf das Thema Unmanaged zurückzukommen, die klassischen auch wieder Einfallssegmente ne, von irgendwelchen Dienstleistern, die irgendetwas in der Organisationsinfrastruktur tun, aber eben mit ihren eigenen Devices in die Organisation rein, sag mal, stechen oder reingreifen können, was dann natürlich auch etwas ist, was ganz klassischer, großer Threat Vector ist, den wir in verschiedenen Konstellationen gesehen haben. Ja, das geht auch so ein bisschen in den Bereich Least Privileges rein. Ne? Also wenn ich halt so, egal welche Management-Infrastruktur ausbringe, dann muss ich eben auch schauen, dass die Architektur dahinter passend ist. Ne? Ja. Also ich habe oft noch den Eindruck, dass wir da noch mehr verstehen müssen, dass wir uns, also als Admins einfach auch mehr verstehen müssen, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir uns das Leben einfach machen, aber allen anderen das Leben versuchen, mit irgendwelchen Policies eng zu machen. Ja. Wir sind die Ersten, die da eben auch angegangen werden. Ne? Also gerade wenn eine Management-Infrastruktur eben nicht vom Zugriff, Schutz etc. sauber gesichert ist, ne, dann, wenn das nicht steht, dann kann das ganze Rust darunter ja auch nicht helfen. Ne? Ich würde mal so ein bisschen spöttisch sagen, es ist jeder ist Domain-Admin der heutigen Zeit. Ne? Was wir früher hatten, dass jeder irgendwie Domain-Admin war, Global-Admin, genau, jeder ist Global-Admin, jetzt früher war es Domain-Admin. So ist es im Endeffekt auch. Cyberhygiene und quasi wirklich sich auch Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn irgendwelche Infrastrukturkomponenten fallen. Ja, also das ist gerade auch ein Punkt, der sicherlich hervorkommt. Ne? Was ist sozusagen die Top-Angriffsvektoren fürs Fortkommen von Angreifern im Cybercrime-Bereich? Da ist definitiv das Thema Identity Attacks ein Riesenbatzen von über 42%. Und dann sehen wir natürlich auch Ransomware-Encounters dahinter, wobei das natürlich auch teilweise Hand in Hand geht. Ne? Also sprich, klar, wenn ich mit der Identity-Übernahme, und das ist ja eigentlich der Weg, dann auch meine Ransom-Themen viel besser spreaden. Und das ist auch oft was vergessen wird, wenn ich so auf klassische, wir machen halt ein bisschen nur AV und schauen nicht weiter, was dann passiert ist. Also sprich, wenn da irgendwas gefangen wird, dann ist ja die Frage, wie kommt es dahin? Ne? Im Sinne von, also wenn irgendein, muss ja nicht der Defender sein, aber wenn ein AV irgendwas sieht und Leute gucken einmal die Woche da rein, der Angreifer, der da unterwegs ist, der macht mittlerweile vielleicht ganz andere Dinge mit legitimen Credentials schon. Das heißt also auch so eine Echtzeitsicht auf die Umgebung ist sicherlich etwas, was definitiv State of the Art sein sollte. Ein weiteres Thema, das auch recht groß ist aus meiner Sicht, sind die Thematik Targeted Phishing, also wo auch wirklich dann Social Engineering vorbetrieben würde. Und das in Kombination mit Business Email Compromise. Also sprich, wo eben kein klassisches Phishing gemacht wird für Credentials, sondern wo ich halt sage, hey, wir bringen euch noch ein bisschen einen Schritt weiter oder wir sprechen euch eben persönlich an, bis hin zu CEO-Fraud und im Zeitalter von AI und Deepfakes im Bild- und Videobereich, wo ich jetzt nicht über ChatGPT oder so irgendwas spreche, das ist ein ganz anderes Thema. Also da steckt auch viel Potenzial drin für die Defender-Seite, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber eben auf der Video- und Tonseite kann ich halt viele Dinge machen. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit auch ein Gespräch mit einer Organisation, wo jemand meinte, er hätte wirklich ein Meeting mit seinem, also wo halt nachher rauskam, es war nicht der Fall, aber erstmal jemand überzeugt war, er hätte ein Meeting mit dem CEO gemacht, den er vorher nie getroffen hätte und der ihn dann aufgefordert hätte, doch bestimmte Überweisungen zu machen. Wir sind ja jetzt, wir flankieren jetzt schon das erste Mal so ein bisschen das Thema AI und auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber auch die Risiken. Und gerade weil du bei dem Thema Identity Compromise und auch dem CEO-Fraud bist, will ich wirklich noch ein Beispiel reinbringen, was uns extrem geschockt hat in den letzten Monaten, quasi auch dieses Thinking Outside of the Box, was ich auch den Teilnehmenden des Webinars auch mitgeben möchte.
wir kennen ja die ganzen auch, sag ich mal, ChatGPTs und Co., sag ich mal, das, wo wir auch später nochmal drüber reden, aber auf der anderen Seite auch WarmGPT, FraudGPT, PoisonGPT und Desinformationskampagnen sind ja auch ein Riesenthema, wenn wir auch nochmal drauf kommen. Was wir jetzt in den vergangenen Monaten einmal gesehen hatten, war eine Kampagne, eine Targeted Attack auf eine Organisation, wo es wirklich nur darum ging, über kompromittierte, also einige kompromittierte Accounts, wirtschaftliche Interessen der Organisation an einem bestimmten Standort zu reduzieren. Das heißt, das Ziel war keine Erpressung, das Ziel war kein Business-E-Mail-Compromise im Sinne von, ich will alle Daten und mache da irgendwelchen fancy Kram, verkauft das Zeug oder so, sondern das Ziel war wirklich strategisch, die Geschicke der Organisation so zu beeinflussen, dass man eben Zahlen in Reports manipuliert hat und damit quasi Geschäftsentscheidungen für einen oder gegen einen Standort verändert hat. Und das zeigt so ein bisschen, wie sich auch diese Entwicklung in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich abzeichnet, dass es also nicht mehr nur darum geht, Schaden zu verursachen. Ne, jeder Angreifer hat ja, wie gesagt, so seine eigenen Skills, sondern dass es jetzt auch erste Akteure gibt, die sich wirklich auf die Strategie, besonders natürlich mit diesen 2 uns betreffenden Kriegen, eben die Strategie der einzelnen Organisationen zu beeinflussen. Das finde ich eine unheimlich starke, krasse Entwicklung, wo leider ich auch sagen muss, dass die wenigsten Organisationen, die ich bisher kennengelernt habe, dafür Desinformationskampagnen gegen die Organisation einen Plan haben. Ja, also ich denke, um da so ein bisschen auch Widerstandsfähigkeit aufzubauen, gibt es halt schon ein paar Dinge, die man auch tun kann. Ein Thema ist sicherlich, Phishing-resistente Credentials zu verwenden. Also das, was wir eben auch an Möglichkeiten haben. Also Themen wie Hello for Business, das eben hier recht eine hohe Phishing-Resistenz hat. Thema wie FIDO-Keys, aber auch die Themen, die ganz normal über die Authenticator-App heute schon funktionieren. Also wir haben ja jetzt gerade auch angekündigt, dass wir eben Risky Silence zum Beispiel für den Authenticator unterdrücken. Das heißt in dem Fall, dass die eben gar nicht mehr mit klassischen, wir spammen jemanden zu mit irgendwelchen Authentication-Requests da sind. Ich halte aber auch so Themen wie mit Challenge-Response-Themen, die auch im Authenticator abbildbar sind, für sehr sinnvoll. Wir haben da sicherlich noch ein bisschen was zu tun, oder die meisten Organisationen haben da noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber auch das Thema Least Privileged Access, ne? Dass man es wirklich durchsetzt. Wir hatten uns über die Admins oder wir sind überall Global Admin gerade unterhalten. Das muss sich eben auch durchsetzen, gerade auch für den Management-Stack. Ja. Du hattest eben Arc angesprochen, eben als eine Technologie, mit der ich auch andere Dinge plattformübergreifend auch Multicloud managen kann, auch in der On-Prem-Infrastruktur. Wenn ich sowas, egal welche Technologie aufsetze und die Management-Plane halt nicht sauber von Grund auf konfiguriere, dann habe ich halt ein Problem. Ja. Ein weiteres Thema ist ganz klar Posture. Also ich würde ganz gerne Schwachstellen, oder wir sollten die Schwachstellen kennen, bevor der Angreifer sie erkennt. Ja? Zumindest die auch bekannt sind. Das muss ganz klar unser Ziel sein. Und natürlich müssen wir wissen, welche Assets zu uns gehören. Ja, und so Themen wie, ich habe auch einen gewissen Resilience- und Wiederanlaufplan. Thema Backup, ein ganz einfaches Beispiel, Windows 11, Windows Backup, ja jetzt als neues Feature mit dem letzten Update gekommen, wo ich eben auch quasi einfaches Hin- und Hersichern, wenn das Grundbetriebssystem da ist, mit OneDrive erledigen kann. Das ist auch ein Thema, wenn ich keinen vernünftigen, Disaster Recovery Plan habe für Themen wie Active Directory, für Themen wie meinen Client oder für die Kronjuwelen, von denen du eben sprachst, dann habe ich vielleicht auch schon ein Grundproblem entdeckt. Übrigens, ich hatte jetzt ganz viele Gespräche mit Kunden, die Anforderungen von ihrer Cyber Insurance hatten, sehr spannend. Da wird jetzt gerade sehr massiv Wert drauf gelegt, ne? Thema, es gibt einen vernünftigen und auch erprobten Disaster Recovery Plan. Also ich kann mich noch sehr gut an eine Public Sector Organisation erinnern, die Probleme hatte in ihren On-Prem-Services und dann selber noch nie das durchgeführt hatte, wie man Backup und Recovery macht. Also die haben halt irgendeinen Agenten laufen, der anscheinend irgendwelche Backups macht, aber die hatten selber nie ausprobiert. Erstens kannten die Admins der Plattform selber nicht, wie denn der Recovery-Prozess aussieht. Also wie schiebe ich denn dieses Backup zurück? Wussten sie nicht und es wurde auch nie probiert, ob dieses Backup denn jetzt auch funktioniert. Und das war halt sehr spannend. Auf dieser Slide sind so viele Punkte, auf denen ich jetzt super gerne was dazu berichten würde. Was ich, glaube ich, für mich auch nochmal rausgenommen habe, speaking of 100 Jahre alt, war das Thema Threat and Vulnerability Management. Ne? Das ist einfach eine Thematik, die wir auch in den letzten Monaten sehr stark als Water adressiert haben, indem wir einfach schlicht und ergreifend gesagt haben, wir brauchen dafür einen Service. Der Grund dahinter ist, das wirst du wahrscheinlich auch in deiner Erfahrung berichten können,
dass natürlich das Thema Patch-Management, der darunterliegende Service, tatsächlich in vielen Organisationen leider so nicht vorhanden ist. Oder er ist manchmal total absurd, ehrlich gesagt auch. Wir haben zum Beispiel ein Szenario gehabt, wo wir mit einem Kunden diesen Prozess mal durchgesprochen haben. Und er gesagt hat, naja, also in einer Abteilung, da haben wir einfach schlicht und ergreifend das Problem, dass die eigentlich bei jeder größeren Patch-Anfrage, die wir ihnen auf den Tisch legen, sagen, wir akzeptieren das Risiko. Und dann hört dieser Patch-Prozess oder dieser Schwachstellen-Management-Prozess im Endeffekt auf. Und das kann ich auch berichten aus meiner Zeit, als ich noch eher mehr Config-Manager-Themen gemacht habe, Endpoint-Management und an Fachabteilungen rangetreten bin und versucht habe zu erklären. Also damals, als die Cowboys noch auf Dinosauriern ritten. So, jetzt sind wir vor den Jahrzehnten schon, wo wir darüber gesprochen haben, was ist denn der Business-Impact davon? Und genau dafür haben wir einen Service gebaut, also die Kombination von eben Schwachstellenmanagement, was wir aus verschiedenen Richtungen adressieren, aus dem TI-Team intern, die halt Organisationen wirklich dabei helfen, auch zu bewerten, zu priorisieren, wie relevant eine bestimmte Schwachstelle für sie eben ist und wie akut der Handlungsbedarf ist. Aus dieser Perspektive aber auch eben im Bereich des Patch-Managements, da einfach wirklich auch die 60-70% der wir müssen nicht drüber reden, Patches eben abzunehmen und dafür in einem Managed Service auch kontinuierlich mit den einzelnen Fachabteilungen zu sprechen und die Angriffsfläche dadurch wirklich deutlich zu reduzieren. Genau, also es ist auch wichtig, genau bei Schwachstellen eben auch zu bewerten, was ist denn die aktuelle Bedrohungslage auch in dem Bereich. Wir hatten eben über Business Email Compromise gesprochen. Da gibt es natürlich mittlerweile auch sehr schöne Szenarien im Phishing-Bereich, wenn wir dann in diese Richtung abzweigen wollen. Das Thema Adversary in the Middle ist ein Riesenthema. Also sprich, dass ich wirklich jemand mit einem E-Mail dazu verleite, auf irgendeine Seite oder ähnliche Dinge zu gehen und im Grunde dann mit einer Art Proxy-Service versuche, die entsprechenden Session-Cookies-Tokens abzugreifen. Hier sind auch wieder zwei Sachen natürlich in place, wenn hier entsprechende Themen im Bereich Conditional Access genauso auch eben von den Phishing-resistant Credentials geregelt sind, habe ich dieses Problem eigentlich schon in vielen Fällen erschlagen. Das ist nicht das Allheilmittel für alles. Wir werden hier auch weiter investieren in der Detection und Prevention von solchen Themen. Aber ich muss mir bewusst sein, dass das ein Thema ist, was die Angreifer mehr und mehr nutzen werden in Zukunft. Wir sehen das ganz klar eigentlich, wie das sich jetzt eben auch bis heute von der Nutzung oder als Angriffsvektor noch entwickelt hat. Ja. Und da können wir eben nicht mit Legacy Authentication Methods mehr kommen, da können wir auch teilweise nicht mit den normalen Passwort- und SMS-Themen mehr kommen. Da müssen wir halt ganz klar sagen, da müssen wir vielleicht auch einen weiteren Schritt in der Absicherung der Nutzeranmeldung tun. Und also als Organisation, ne? Das meine ich jetzt. Die Technologien sind alle da, zum großen Teil, und sollten eben auch genutzt werden. Ja, ich glaube, wer noch nie gesehen hat, wie leicht das ist, kann ja einfach mal Evil Jinx googeln und wird sehen, genau. Da gibt es 10.000 Videos, wie einfach auch moderne Anmeldungen mit MFA übernommen wurde. Genau, also die einfachen MFA-Methodiken helfen hier halt nicht unbedingt, aber es gibt sicherlich auch Aktivitäten, die Microsoft jetzt tut. Also ich hatte eben gesagt, ne, also wir haben ja jetzt angekündigt, dass wir zumindest für standardmäßig bestimmte Multifaktor-Authentisierungsmechanismen aktivieren werden in den nächsten 90 Tagen für die meisten Organisationen, aber eben auch die entsprechenden Basis-Conditional Access-Frameworks dahinter. Ja. Was mir aber nach wie vor offen lässt, welche Art von Authentisierung ich da jetzt wähle. Und ich kann halt nochmal dafür werben, die vernünftigen oder die besseren Methoden quasi mit sowas wie Authenticator und nicht mit SMS und etc. zu verwenden. Ja. Auch nicht die klassischen Access- oder Allow-Deny-Anfragen, die halt eben für MFA-Fatigue ein Thema sind, sondern eben hier schon einen Schritt weiter zu gehen und eben auf Challenge-Response-Verfahren, beziehungsweise auch auf so Themen wie Phishing-Resistant Credentials mit FIDO und Windows Hello for Business zu wechseln. Ja. So, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Wir hatten ein bisschen über Cybercrime gesprochen. Ein Thema, was aber auch massiv hervorsticht, ist ganz klar das weitergehende oder die weitergehenden Investitionen und Anstrengungen, die eben hier verschiedene Nationalstaaten im Bereich Cyber Operations nach vorne bringen. Und natürlich zur Unterstützung, wie auch immer, ihrer geopolitischen Ziele. Hier sind vor allen Dingen vorstechend eben Russland, klar, aufgrund des, nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Konflikts, sie waren ja immer schon in bestimmten Bereichen unterwegs.
Wir sehen aber eben hier auch unterstützende Maßnahmen quasi zur Durchsetzung der eigenen Narrative und Interessen. Das macht sowohl andere Nationen wie China, Iran, genauso wie Russland, aber auch vor allem die Verwendung von Deepfakes auf Bilderseite, teilweise eben auch für die Large Language Models, nicht jetzt unbedingt ChatGPT, sondern mit ihren eigenen Investitionen in AI in diesem Bereich, um hier eben Fake News rauszubringen, die teilweise sogar auch im Ukraine-Zusammenhang von ganz normalen Presseagenturen wieder aufgenommen wurden. Sehr spannend, was da passiert. Aber sie expandieren hier auch generell in dem Bereich, was sie technologisch weiter an Investitionen treiben, um ihre Cyber-Operations nach vorne zu bringen. Wie gesagt, bei Russland ist das relativ klar, wo im Augenblick der Schwerpunkt liegt. Wenn wir uns aber andere anschauen, wie Iran, die ja auch durchaus Verbindungen haben mit Russland, dann geht das mehr in den Bereich, wir haben jetzt den Angriff auf Israel in Kombination mit der Hamas gesehen, aber auch Syrien, Libanon stehen da genauso drin mit Verbindungen an iranische Cyberaktivitäten, Falschinformationen im Bereich des Konflikts Israel-Palästina. Genauso aber auch Iran hat massive Interessen daran, eben auch für ihre eigenen technischen Projekte Wissen abzugreifen. Und da sehen wir auch den deutschen Mittelstand durchaus auch im Fokus. Wenn man sieht, dass sie eben teilweise die Innovatoren oder Wissensträger für bestimmte Themen sind, die zum Teil eben auch für Dual-Use-Themen, also auch für Waffenthemen eben genutzt werden können. Das kann bei einfachen Bereichen aus dem Bereich Motorentechnik etc. anfangen, bis hin eben zu detaillierten Produktionsverfahren für die Gewinnung von eigenen Massenvernichtungswaffen, wenn man so will. Ich glaube, wir müssen hier einfach akzeptieren, also so hart wie diese Fakten hier sind, so manchmal wenig Aufschrei nehme ich tatsächlich wahr und bin überrascht darüber, dass es so wenig Aufschrei an einigen Stellen gibt, weil ich finde, wir müssen hier erkennen, dass wir in einem Cyberwar sind, in dem wir auch ganz klar erkennen müssen, dass die Nachverfolgung von Strafverfahren schon vor dem Russlands Überfall auf die Ukraine schwer war und jetzt doch noch viel mehr sich tatsächlich diese Fronten und diese unterschiedlichen Interessensgemeinden hier verbünden und es immer schwerer wird, quasi global gesehen, solche Angriffe eben zu einem Strafverfahren zu bringen. Ja, also die Thematik ist natürlich auch, es gibt auch generelle Verknüpfungen. Geopolitisch versucht zum Beispiel China mehr Einfluss halt im asiatischen Raum zu gewinnen, klar, in der Auseinandersetzung mit Taiwan, aber auch an allen anderen Nachbarn bis hin nach Indien. Ja. Es gibt aber ganz konkrete auch finanzielle Interessen, bis hin zu Produktionsgeheimnissen, wo man sich auch im Wettbewerb mit Deutschland sieht. Das kann man ganz klar so sagen. Ja. Viel der Einflussoperationen richten sich eher in den globalen Süden, weil man sagt, okay, die sind noch nicht quasi in irgendwelchen NATO-Themen mit drin oder in dieser US, UK, EU-Achse, wie auch immer sie das dann politisch beschreiben möchten, um da im Grunde Stimmungsmache zu betreiben, also auch wirklich Informations- oder Desinformationskampagnen zu betreiben im Sinne von den jeweiligen politischen Zielen der Nation. Ich glaube, jeder und jede von uns hat in den letzten Tagen bei diesem schrecklichen Terrorangriff der Hamas auf Israel eben eine Situation gehabt, wo er oder sie in sozialen Medien nicht unterscheiden konnte, ob das jetzt reale Berichterstattung ist, dass die Zustände sind aus dem Gazastreifen, aus Israel, oder ob man hier eine quasi Fake-Information aufgesetzt ist, dass zum Beispiel Bilder gezeigt worden sind, die vor vielen Jahren in einem ganz anderen Land aufgenommen worden sind. So hatte ich zum Beispiel eine eigene Erfahrung. Und ich glaube, wenn du dieses Gefühl selbst transportierst aus deiner persönlichen Wahrnehmung auf den Cyberspace, dann ist das exakt das, was wir hier vorfinden. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Es gibt natürlich wunderbare Elemente, die auch ja mit Microsoft Copilot, Security Copilot jetzt im Speziellen für Security, auch in den letzten Jahren da aufgearbeitet habt und gelegt habt. Und dann gibt es aber auch wiederum natürlich the good for the evil, ne, was quasi dann die WarmGPT, FraudGPT und PoisonGPT sind. Und die Erkenntnis daraus, beziehungsweise die Quintessenz ist, dass wir genauso wenig, wie wir jetzt vor ein paar Jahren gesagt hätten, das Thema mit Internet ist nichts für mich oder das Thema mit Computer, ne, dieser ausgelutschte Satz, wie wird sich nicht durchsetzen. Genauso disruptiv ist AI.
Und wir müssen damit beginnen, nicht unbedingt immer mit den Produkten, die jetzt da in aller Munde sind, sondern eher mit eigenen Mechanismen, mit eigenen Überlegungen dazu, wie können wir unsere Security Operations mit genau diesen Tools dazu befähigen, zu erkennen, wann wir AI-gerichteten Angriffen ausgesetzt sind und wiederum, welche Maßnahmen können wir in solchen Fällen ergreifen, um beispielsweise die Security Posture zu erhöhen. Ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, niemand würde mit uns diskutieren, wenn wir sagen, AI ist viel besser darin, zu erkennen, wo in einem bestimmten Code eine Anomalie, ein Fehler, ein ungewöhnliches Handling ist. Darüber würde niemand diskutieren. Also in AI steckt halt ein Riesenpotenzial. Das Problem ist, es kann halt auf verschiedene Weisen genutzt werden. Das kann natürlich für die Angreiferseite genauso genutzt werden, um vielleicht mit eigenen Modellen Malware zu erstellen, Phishing-Texte zu generieren, wie auch immer. Genau, also das, was du ja erzählt hast. Die andere Seite ist aber ganz klar, dass wir es natürlich, also AI ist unheimlich gut darin, riesige Datenmengen zu analysieren. Wir haben ja heute schon eigentlich, also das Produkt sozusagen, das aus dem Trainieren einer AI herauskommt, ist eigentlich ein Machine Learning-Modell. Das ist rein vom Wording her. Also AI ist ein PA-Titel. ML ist eigentlich das Modell, was hinten rauskommt, oder das Produkt am Schluss. So, die Thematik ist Machine Learning Model oder Machine Learning Based Detection oder Next Gen Detection haben wir eigentlich auch schon lange in den verschiedenen Defendern, die sich auch untereinander unterhalten und vor allen Dingen hier auch schon Korrelationen herstellen, die ich vorher alle hätte händisch machen wollen. Das ist etablierte Technologie. Was wir natürlich machen können, ist, wir als Verteidiger haben eigentlich das größte Potenzial, weil wir haben die Daten über unsere Organisation. Wir wissen, was in unseren IT-Netzen passiert, theoretisch. Eine AI hat die Möglichkeit oder hilft mir dabei, worin sie richtig gut ist, große Datenmengen zu analysieren. Also quasi diese Sachen handhabbar zu machen, die ich vorher quasi immer spezifisch für jedes Produkt einzeln lernen musste, wo ich spezielle Skills für das im SAP angesprochen, kennen wir nicht, bei einem operativen Entscheidung, wo ich solche Dinge halt einfacher zusammenbringen kann, als ich das je zuvor konnte, wenn ich das mit einer AI tue. Also ich will sagen, auch wir haben hier zum ersten Mal die Möglichkeit eigentlich Analysen, Response, aber auch Skills, die einfach global einfach short sind, in der Geschwindigkeit und in der Skalierung handhabbar zu machen, die Eintrittsbarriere nach unten zu drücken für jemanden, der eben quasi at Machine Speed defenden möchte. Ja. Das ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, genau diesen Weg auch zu begleiten für unser Partnernetzwerk und ich denke, da seid ihr ja wahrscheinlich genauso unterwegs. Ne? Ganz genau. Ich will auch nur noch mal eine Einordnung bringen, weil mir das Thema wirklich wichtig ist und am Herzen liegt und es mich natürlich auch persönlich interessiert. Die Situation, in der wir heute sind, einfach nur als Faktencheck auch noch mal für die Leute, die vielleicht da noch nicht sind und die Organisationen, die da noch nicht sind. Wir kamen mal von dem EPP auf den EDR-Bereich, weil wir gesagt haben, so ja, diese ganzen signaturbasierten Angriffe, die haben wir jetzt mit EPP auch super gut abgefangen und das ist super. Und dann kamen so die ersten polymorphischen Malware-Entwicklung. Ne? Wir erinnern uns da an verschiedene Dinge, die auch dann laterales Movement oder sogar verschiedene Spreading-Mechanismen in der Organisation, NotPetya zum Beispiel oder WannaCry war da eine sehr starke Industrie-Impact. Und ehrlicherweise hat AI jetzt schon wieder das Potenzial, den ganzen EDR-Markt zu revolutionieren. Nämlich an dem Punkt, dass, wenn wir jetzt diese ganzen Warm-GPTs uns anschauen, dann ist die Technologie mit AI in der Lage, eben quasi Angreifer oder Schadcode so stark in einem Angriff zu verändern, in wenigen Sekunden, dass der Algorithmus eben nicht erkennt, dass es quasi der gleiche Angriff ist. Also wir sind nicht mehr nur in der Lage, quasi das File zu scramblen und einen anderen Hashwert zu generieren, sondern wir können mit AI-gestützten Angriffsverfahren sogar die komplette Codesprache verändern. Also wo in der einen Sekunde ein Angreifer angreift über irgendeinen C#-Code, kann er in der nächsten Minute durch AI-generierte Verfahren mit Python irgendwie fileless unterwegs sein. Und das ist das Potenzial, vor dem wir uns ausgesetzt fühlen. Und das ist quasi auch die Entwicklung von EPP zu EDR, aber auch von EDR zu EDR plus AI. Und diesen Sprung, den müssen wir jetzt gemeinsam in der Industrie und in der Partnerlandschaft schaffen. Ja, also wir haben ja in den letzten 2-3 Jahre zurückgekommen, hatten wir so eine Median der typischen Angriffe, die so bei irgendwas 140 Minuten lang, dann hatten wir irgendwas um die 92, ich glaube, letzten waren es 72, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. So, wir sind mittlerweile, die schnellsten Angriffe, die wir sehen, sind teilweise im Bereich von 15 Minuten. Und der ganz klare Erwartung ist, dass wir das bis 2025 im Bereich 5 Minuten sehen. Ja. Das heißt,
Erstens, ich brauche Leute, die wirklich so skilled sind, auch in der Geschwindigkeit antworten können. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir müssen auch die letzten Innovationen oder die neuesten Innovationen im Grunde nutzen, wie AI, um so etwas quasi dann auch verteidigen zu können. Ja. Also sprich, es ist ganz klar, dass dieses Thema Cyberwar, was du vorhin ansprachst, auf lange Sicht dahin laufen wird, dass wir auch gewisse AI versus AI-Herausforderungen meistern werden müssen. Also wir haben Skalierung quasi, die sich der Angreiferschaft über die AI, wer halt Code verändert, weil er selber Entwicklungen vorausnimmt, für die er selber gar keine Skills mehr unbedingt braucht. Ja. Auf der anderen Seite brauchen wir eben auch Fähigkeiten auf der Verteidigerseite. Und da ist ganz klar für mich, birgt so etwas wie Security Copilot halt ein Riesenpotenzial. Mhm. Und da ist für mich einfach auch wichtig, und ich weiß ja, dass ihr quasi da eben auch in eurer Operationalisierung unterwegs seid für das Thema. Wir müssen eben solche Innovationen auch nutzen. Und da ist unser Partnernetzwerk eben ganz essentiell, das eben unseren Kunden auch näher zu bringen, wie sie das für sich nutzbar machen können. Mhm. Ja, ich glaube, das waren viele Ideen, Neuigkeiten und Denkanstöße, die wir jetzt in den letzten Minuten da gemeinsam in dem Webinar rübergebracht haben. Danke dir, André, auf jeden Fall schon mal dafür. Wir möchten Sie jetzt natürlich bei der Gelegenheit noch aufmerksam machen auf den gemeinsamen Roundtable, den wir gemeinsam mit Microsoft, du bist auch dabei? Ja, klar. Machen werden im Januar, wo es darum geht, natürlich die ganzen Findings und Erfahrungen aus dem Managed Detection and Response Report nochmal zu diskutieren. Und vor allen Dingen mehr ins Detail noch gehen werden. Noch mehr ins Detail gehen, aber natürlich auch Ihre speziellen Szenarien besprechen und auch einen Erfahrungsaustausch. Das Positive an so einem Roundtable ist ja genau das, ne, die jeweiligen Perspektiven übereinander zu legen und gemeinsam über Lösungsansätze zu sprechen. Und dafür möchten wir Sie gemeinsam einladen, daran teilzunehmen, und den Link dazu finden Sie jetzt in der Q&A-Box.